Hi guys, I will show you a page today where I use my sketches here. You know, most of you know my fountain pen sketchbook where I sketch with a fountain pen without the opportunity to erase. But I admit it, sometimes with very difficult motifs I try them on paper, cheap paper. And that's what I did here with the Beatles. And but that's okay. To me, it's absolutely okay. It's not cheating because I'm not erasing. I'm just getting, to know about the shape. That my hand learns about the shape and stuff like that. So, and I quite liked it a lot, and I thought, oh, that would be a shame to chuck that out without using it. And that's what I do here. Just put some black lines on top, and here I tear it out that I have not that clean edges. It blends in on a page much better when you haven't got the clean pages or edges, sorry. So glue it down here on very heavy watercolor paper, and then I'm going on, and it's a Beetle. I wanted to have it really, really colorful. That's why I'm using my high flows here in neons, and you will see. I will water them down first a lot, let them run, and using gesso again, put more on, and so on. Sorry, but it's an art journal page, so I go with the flow as usual and decide step by step what to do. I put here some, after I've glued it down with varnish, I put back some tooth with gesso, watered down gesso that I'm not losing my lines. Of course, I had to put lines back on top to have it defined again. So that's what I do here. Hallo ihr Lieben, heute werde ich euch diese Journal-Seite zeigen, und zwar hatte ich den Sketch hier von den Käfern. Ich habe ja dieses Füller-Sketchbuch, in dem ich damit Füller zeichne, ohne eben die Möglichkeit zu haben, auszuradieren. Sorry. Aber natürlich manche sehr schwierige Motive, für mich schwierig, ja, ich muss jetzt gehe immer noch von mir aus, für mich schwierige Motive, die übe ich dann schon mal auf billigem Papier. So. In dem Fall fand ich die aber so gut gelungen und habe mir gedacht, nee, komm, also ich übe die einfach, damit meine Hand so ein Gefühl auch dafür kriegt, die Linien und Form und so weiter. Einfach nochmal, um das zu erklären. Aber wie gesagt, ich fand das jetzt zu schade, um das wegzuschmeißen. Dann habe ich mir gedacht, weil das ja auf so einem billigen, normalen Kopierpapier war, ganz dünnes, normales Kopierpapier, habe ich mir gedacht, das schneide ich da oder reiße ich dann mal aus, weil mit den ausgerissenen Kanten blendet sich das besser auf so eine Seite. Dann sieht man nicht, dass das eben, wenn du es ausschneidest, hast du ganz harte Kanten, und das sieht man meistens, wenn man das auf so einen Hintergrund klebt, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich habe das hier auf ganz schweres Aquarellpapier geklebt mit einem Varnish und habe dann eben habe so ein verwässertes Gesso, eine Schicht oben drauf gepackt, um eben so ein bisschen Zahn wieder zurückzukriegen, dass ich darauf arbeiten kann. Habe jetzt erstmal mit dem Hintergrund angefangen. Mir war klar, ich wollte einen sehr, sehr farbenfrohen Beetle. Das ist so diese Flower Power Zeit, die ich immer so in meinem Gedanken habe. Ja, ich bin ein Kind der 70er. Ich bin in den 70er Jahren aufgewachsen. Und die 70er haben mich geprägt. Ich war dann ganz junger Teenager, als das anfing. In den 70ern, 71 war ich 10 Jahre alt. Also, aber ich habe die Zeit ganz intensiv mitgemacht, und ja, das ist so meine Zeit eigentlich. Eine ganz wilde Zeit war es auch. Diejenigen unter euch, die auch in den 70er Jahren eben ihre Sturm- und Drangzeit hatten, die werden das wissen. Es war eine wilde Zeit. Sex, Drugs und Rock'n'Roll, sage ich nur. Naja. Und deswegen sollte es natürlich bunt sein. Ich bin aber hier, wie gesagt, mit dem Flow gegangen, habe immer mal wieder was weggenommen und wieder was dazugepackt und ja, hin und her. Das ist aber immer
immer so mein Prozess, wenn ich daran arbeite. Golly, come in then. Oh, Golly's standing in front of the doors, begging for coming in, I want to come in. Ja, ich habe Golly gerade reingelassen. Er stand vor der Tür. Immer wenn ich meine Voice-Overs mache, da muss er rein. Ich weiß auch nicht warum, aber da muss er mit mir. Er denkt dann immer, ich rede hier mit jemandem. Wer ist denn da? So, okay, aber wie gesagt, ich arbeite dann hier mit den High Flows von Golden, mit den Neons und mit viel Wasser, lasse das so, mache so Pfützen und lasse das verlaufen und da habe ich so Spaß dran. Das mag ich eben sehr, sehr gerne. You know, you can see me here now. I put some gesso back because I wanted to have the background a bit differently. And as I said before, with my high flows here and the neons, of course, the fluorescent ones, and just making puddles and let the paint run. And that's what I really like to do. And as I said before, going with the flow, what feels right, what feels nice, and what I thought it looked nice. So darker colors here, of course, under my little Beetles. And as I said in German, you know, the 70s, that was my time when I grew up, and I vividly remember that times, because I was a very young teenager. 1971, I was 10, and I was very much involved in this really wild times, and I loved it, you know. So I just said sex, drugs, and rock and roll. Of course, not sex, drugs, and rock and roll, but of course, rock and roll and drugs. Yeah, I tried a few things. You know, it was the 70s. Come on, and I really loved it. I really, really loved it. So that's my time, and I really like to look back, and it was a fantastic time. And I think it was the best time ever. You know, everything started to. It was a revolutionary time because everything changed for women. You know, and we burned our bras. No, that wasn't the 60s, but I didn't need a bra with 10, but later on then. But you know what I mean. You know, new music, new styles of music, and wild music, and it was just a fantastic time. So, and the fashion. Can you remember? Oh gosh, the fashion. And I was so much into that, having this trousers, you know, very, very tight on the on top, and then the legs are so wide, so wide. Oh yeah, that was just you could hardly walk because the legs were always they were, what do you say, banging against the other leg when you were doing a step. So quite funny. Yeah, but as I said, it was fantastic. So just here, I'm working with my weights here just to get the page straight, that the paddles wouldn't run off the way I didn't want them to. And yeah, just dabbing off stuff that it doesn't, or that it didn't run into my little beetle paint down in the pinks and oranges, and yeah. So, ich habe jetzt hier noch ein bisschen mit den Gewichten gearbeitet, weil die Seite so mit dem ganz vielen Wasser, das ich benutzt habe, ein bisschen natürlich auch wellig wird. Und um das gerade zu halten, weil ich die Pfützen natürlich kontrollieren wollte, musste aber ganz viel auch aufsaugen, weil es einfach dann auch zu nass war und verlaufen ist in eben auf Stellen, die ich eben nicht haben wollte. Also hier nochmal mit Gelb, was natürlich grün wird auf dem Blau, aber wurscht. Ich hätte da erst noch ein bisschen Weiß drüber machen müssen, aber das war mir dann auch wurscht. Ich fand das ganz okay. Mehr von meinen Pfützen, hier bin ich jetzt fertig, und jetzt natürlich ist Flower Power Zeit, ich brauchte Blumen. Und das mache ich jetzt hier mit meinen Schablonen, benutze da erst weißes Gesso, einfach um die Farbe, die ich dann drauf packe, damit die
ähm, mehr, also eben, ja, deckender wird, genau, deckender wird. Deswegen erstmal hier die Schablonen, das sind so Klebeschablonen, ganz uralt, die habe ich 100 Jahre, glaube ich. Das sind, was ist denn das für eine Marabu oder irgendwie so eine deutsche Firma. Aber 100 Jahre, die gibt es schon ewig nicht mehr. Und wie gesagt, hier jetzt machen wir so ein paar Schichten, die zeige ich nicht alle, so ein paar Schichten Gesso drauf, trockne das immer wieder zwischendurch und dann kommt die Farbe drüber. Einfach damit es besser deckt. You know, I'm starting here because it's flower power time. I'm starting here with stencils, with flower stencil, and of course a beetle stencil. I need to have a beetle in there, of course. And starting with a lot of gesso first, a lot of layers. I'm not showing all the layers here. I let that dry and then I put the paint on top because without the gesso on just on top of the other paint, it wouldn't be yeah, it wouldn't, you wouldn't have the clear color on top, and that's why I show most of my gesso layers here. Yeah, wasn't necessary, but yeah, I did. So this little beetle again on that area. I think I have the beetle in 3 times. I'm not sure, but it's this. Yeah, obsessed with always the uneven numbers, and so 3 beetles, and the flowers will. Yeah, I will go on with the flowers later. 3 Käfer natürlich mit diesen Dreiern oder mit diesen ungleichen Zahlen bin ich immer so ein bisschen, ja, muss immer 3 oder 5 sein oder 1 oder 7 oder was auch immer. Ihr wisst was ich meine. Und mache jetzt hier verschiedene Farben noch auf meine Blümchen. Now you can see it covered it much better with the gesso on the bottom, so that's why I did that and get a much better coverage. Working a bit with different reds and a bit of white on top. Didn't want to have it very clean and boring. I wanted to go on something. And of course, a third flower was needed. That's what I do here on the bottom. Und natürlich brauchte ich auch noch eine dritte Blume. Die kommt jetzt hier unten drunter. Und werde dann auch noch, arbeite ich hier mit Stempel oder mit Schablone, das weiß ich gar nicht mehr. Die Wörter, die ich dann dran gemacht habe, aber werden wir sehen. Das ist jetzt schon eine Weile her. Und mit einem Stempel. Ja, ich benutze Buchstabenstempel hier und es wird einfach Flower Power. Simple. You know, like you can see, I'm using my stamps here, letter stamps, and it will be Flower Power. Easy like that. And I will, of course, go around all the lines, on top of the lines, bit of white reflections here and there. I lost some of the lines through the color, of course, through the paint. So I have to go over it again. Ich habe dann hier natürlich noch, musste ich nochmal über die Linien drüber. Ich habe die meisten Linien natürlich verloren durch die Farbe. Das wollte ich jetzt nochmal genau definieren und werde noch ein paar weiße Highlights setzen hier. Natürlich um die Blumen auch noch, ganz klar. Und die Buchstaben mache ich, glaube ich, auch noch. Aber das ist ja immer so das, was am meisten Spaß macht. Ja, natürlich, und Punkte hier und da auch noch, ganz klar. Und, ach ja, und den Sketch werdet ihr dann später nochmal sehen, wenn ich mein Füller-Sketchbuch nochmal zeige. Aber das dauert dann noch ein bisschen, ganz klar. Aber da taucht es natürlich wieder auf. Dafür habe ich es ja eigentlich gemacht. Aber wie gesagt, ich wollte einfach diese losen Sketche nicht verlieren. Ich fand die einfach noch zu schön, um die wegzuschmeißen. Bisschen Schattierung, natürlich, das hat hier auch noch gefehlt. Und dann muss ich natürlich auch noch um die Kanten, die mache ich auch noch später, einfach als Abschluss, um das, wie so ein Rahmen eigentlich, auch um die Augen so mittig in
im Bild auch zu fesseln. Ja. You know, I do a bit of shading here under the card, of course, and I will put a bit of shading here as well. But I will put some black around the edges later as well, just like just to frame it a bit and to get a yeah get a finish and keep the eyes in the picture, and it of course has always a nice contrast, a bit of white splatters of course, and here and there just to have some reflections. Ich habe dann, wie ihr seht, jetzt hier auch noch weiße Sprenkler gemacht das ist einfach Acrylic Ink, wollte natürlich keiner auf dem Auto haben, und mache jetzt, wie gesagt, die schwarzen Ränder noch. Mache ich eben noch mit übrig gebliebener schwarzer Farbe, die ich da hatte auf meiner Kraftmatte. Aber das war es dann schon. That was leftover black paint on my craft mat here, and that's what I use up. But that's it then. And the close-up will come already. Guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you very soon again with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please stay healthy and never forget to be creative. Bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bleibt weiterhin alle gesund. Passt gut auf euch auf und vergesst niemals, immer schön kreativ bleiben. Also macht's gut. Bis dann. Tschüssi.